azure gleam, the blood-stained lance. The Western lords suffered defeat at the capital. Cornelia, the instigator of the uprising, flees west and commands her allies, Viscounts Mateus and Gideon, to muster their forces. Hoping to settle this matter before re-engaging with the Empire, the Kingdom army makes for the Mach region in order to defeat Cornelia and learn the truth of the tragedy of Duscur. No. My uncle? I'm afraid so. Among the rebels are houses Mateus and Gideon, and all the other Western lords from whom I've stripped power. They appear to have appointed Baron Dominic as their leader. I'm so sorry, Annie. What could he be thinking? House Dominic may be a mere barony at present, but they're a storied family whose lineage traces all the way back to the 10 elites. Centuries ago, when the wise King Klaus passed beyond the Veil of Death, he did so without naming a successor to the crown. And so, the three regions of the Holy Kingdom, Fargus, Mach, and Leicester, were divided among the three royal princes. House Dominic chose to side with the prince ruling Mach, who was eventually defeated by the forces of Fargus, leaving the once vast Dominic territory to be whittled down, meted out to the neighboring lords. I know they held a grudge about that in the past, but surely it's ancient history at this point. Tons of people from House Dominic, my father included, have devoted their lives to serving the royal family. It makes me wonder if my uncle's heart is really in this fight. As they stand now, House Dominic lacks the influence and might necessary to defy their surrounding lords. So when pushed to join the uprising, they would have had little choice but to go along. But that lack of strength might just be the key to our victory. How do you mean, Gustav? If we could only convince my brother to change sides, the Western territories would lose their leader. And if we were to follow that up with a decisive victory against a demoralized army, it would likely cause their military effort to collapse entirely. Perhaps. But it'll be difficult to pry the Baron away without first eliminating those surrounding him. Indeed. If nothing else, we'll need to turn the tide of war in our favor if we ever hope to empower the Baron to defect. For now, we must consider how best to break through their front. This is no small number of soldiers you offer. Are you sure Duscur can spare that many? For good or ill, this is what our chief has decided. Preparations will take some time, but we are sworn to aid you, and we will stake our pride as a people on doing so. Still, this is a far larger force than we ever asked for. Please, you strove tirelessly to see our home return to us. The people of Duscur have not forgotten the kindness you showed. And though some may still think ill of you, we only offer as many soldiers as volunteered. Duscur remains a kingdom territory. As such, I can't claim our relationship is one on equal footing. Yet, I want to believe your gracious support here will point the way to a new future for both your home and ours. Give your men my thanks. And once this war reaches its conclusion, I'll be sure to visit Duscur anew. Understood. I'll be taking my leave now. Dedue, none of this would be happening if not for the unflagging efforts of you and Rodrigue. No, Your Majesty. Neither I nor Rodrigue could have accomplished this. Your sincerity is what won their trust. I hope you speak true. Nothing I do will ever bring back their fallen loved ones after all. Yet you have shown us the truth all the same, allowed us to see a better future. Not only me, but everyone from Duscur.
And still, the whole picture remains elusive. A dark secret continues to linger over the tragedy, shrouded by shadow. Shedding light on it is my... No. It is our duty. Ich bin auch wieder back in time, quasi. Ja, wir versuchen die Baronin von Duscur zu rekrutieren und Cornelia zu stürzen, erneut. Obwohl wir das eigentlich schon beim letzten Mal gemacht haben. Zumindest haben wir die Leute, ich sag mal ihre Vertrauten, versucht zu besiegen. So, Archivierung, Stratege ist quasi wieder unser Dingen, Lohnmeisterin. Da wir nur neue Unterstützungsgespräche haben, gucken wir erstmal ein bisschen, dass wir ein bisschen trainieren. Das ist sowieso jetzt erstmal, jo. Sowieso das Einzige, was sich lohnt. Gut, Ingrid und du hast halt nichts anderes, ne? Kavalierin hat es halt nicht gelernt. Du kannst von mir aus mehrere Medronen werden und du kannst ja nochmal Soldat ein bisschen leveln. Wäre vielleicht bei dir auch nicht so verkehrt. Du bist Magierin komplett. Ich könnte dich quasi schon mal unterrichten. Aber mal ein bisschen Kämpferin auch, dann passt das schon. So, Sedef ist auch fertig mit Kavalier. Dann kannst du noch Dingens, Bandit lernen. Und hier können wir noch Leute reinpacken, die noch gar nichts haben. Flame können wir da reinpacken. Und Dedue. Und dann passt das. Achso, jetzt hat er keinen Trainingspartner. Dimitri, Ash ist auch wieder dabei. Gut, Ash kann... Was ist eigentlich der Unterschied? Training beginnt. Ihr schafft das. I could never get results like this alone. This'll help me. Only I'd grab. Hey. Die Lanze. Only Das ist ein Schnelltraining. Macht einfach Todesschuss gelernt, ja mega. No. Außenbesitzer und einfach nochmal. Dann B gelernt, Fertigkeitenmeister 4 gelernt. Ash und Sedef haben schon mal ein bisschen gekuschelt. Training, can't wait to see how you do. Kochen oder so brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Wir gehen einfach mal in die nächste Schlacht und schnitzeln erstmal ein paar Leute platt. Which battlefield are you headed to? Ja, wir haben ja nur eine Möglichkeit erstmal. Oh, einer ist auch wieder dabei. Das ist doch was. Du hast folgende Nebenquestkampf freigeschaltet. Wildblumen für die Zukunft. Je nachdem, welche Einheiten du zu deinen Verbündeten zählen, können im Laufe der Geschichte Nebenquests verfügbar sein. Wähle auf der Kriegskarte Basissacker aus, um die Nebenquests zuzulassen. Und wenn schon, machen wir die auch. Wenn uns schon Nebenmissionen da zur Verfügung steht, dann machen wir die auch. Stillschweigen. Red, bist du das? Well, you three are a merry bunch. If this is how you're gonna approach the next battle, I better go buy some white cloth so we can start sewing our surrender flags. Sorry. I was lost in thought for a second there.
You don't say. What's got you down? I just never imagined we'd all be fighting together here in Duscur. You come back here often, right, Dedue? I have heard His Majesty say as much on multiple occasions. Yes. Well, Duscur is still quite new to most of us, so we will definitely be depending on you. A word, Ingrid. It's true we shouldn't wallow in the past, but there is also no need for false cheer. Sure, but considering who we're going up against, it's not like we've got happy days ahead. We'll be fighting a Duscur militia, right? Yeah, we've been asked to put down an insurrection. Some sort of internal disagreement. Duscur is divided. Some seek peace with Fargus. Others reject it. Things have been getting better between our two lands of late, but there are still plenty of folks who can't let the old grudges go. Hey, I get it. A lot of these people lost everything. His Majesty still seeks to make amends. He's come here for speeches countless times. Our activities today are part of that effort. Well, you still seem awfully gloomy if that's all this is. I mean, I get that this is a place where important folks died, but that's not exactly unusual, you know? There's more. The leader of this insurrection aided the people who killed the late king all those years ago. So, we're not just here to put down some random rioters. Our real task is to arrest the leader and bring him back to Ferdiad. That man played a key role in the tragedy of Duscur. And he's responsible for Glenn's death. Wait, hold on. This guy's from Duscur, right? I thought they had nothing to do with all that. The vast majority did not. But a few did, even if they weren't the brains behind the whole thing. We always knew some from Duscur were involved, as guides, if nothing else. And the Boar has been working with Duscur's leadership to find out who they were. Sounds like the word got out. But still, inciting a rebellion seems like a pretty last-ditch effort to avoid justice. Will you be able to stay your hand, Ingrid? I will honor His Majesty's wishes. This leader has information we need, so we have to take him alive. No matter how much I may want to do otherwise. We'll uncover the truth and punish whoever is guilty. That will have to suffice as my revenge. I think there are a lot of people who'd like a crack at this guy. Which is why we're here and a certain someone isn't. His Majesty placed faith in us. We can't let him down. Right. If you three keep acting like you're going to a funeral, your troops are gonna follow suit. Snap out of it already. Hold those heads up high. You're right. We're here as representatives of the king. And we can't afford to lose this battle. Well then. Come on, let's get this show on the road already. Alles klar. Wir sollen die wie viele Einheiten sind das? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Soldaten sollen wir retten. Oder ein Duscur-Soldat stirbt. Natürlich ganz, ganz toll. Ich denke, wir können wahrscheinlich keine anderen außer die hier. Ja. Was hat er denn? Er hat noch ein Ding jetzt. Dann kannst du mal langsam mal wirklich so ein Stahlschwert nehmen. So, du bist
Ingrid. Achso, Ingrid hat eine heilige Waffe. Ja, dann bleiben wir doch dabei. Und ich habe einen Schnitter. Wäre noch was anderes? Ich glaube nicht, ne? Ja, bis auf den Schnitter. Ne, dann. Ja, dann let's go, der Hase, damit. So, dann mal gucken, wie wir hier so. Besetzt die Bollwerke und Hilfe den Soldaten von Duscur. Ja, geben wir uns Mühe. Ja, mal. Besiegt die Rebellen und sichere die Route. Das ist der Rest. So. Schön, dass die Rebellen auch als Rebellen markiert sind. Das ist schön. Und das war's für die ersten Rebellen. So. Genau, schießt besiegt den Rebell. Der nächste Rebell. Kann ich nicht einfach die Bollwerke besetzen und... Achso. Nee, kann ich eben nicht. Ich muss die besiegen. Das ist ein bisschen blöd, aber... Kann ja auch nichts dafür. Ja! So, der ist auch schon mal down. Das ist auch mal nichts. So, haben wir denn jetzt die Möglichkeit, in die Bollwerke einzumarschieren, oder müssen wir jetzt noch was anderes machen? Ich habe was gehört. Setzt die Bollwerke und hilft den Duscur-Soldaten. Okay, ich habe doch gerade versucht, da reinzukommen. Ich komme doch gar nicht da rein. Ich muss von der anderen Seite da rein. Wie komme ich denn da rein? Komme ich denn überhaupt irgendwo rein? Da komme ich schon mal nicht rein. Ich muss mich quasi von unten... Achso, ja. Okay, ich muss wieder wahrscheinlich von unten nach oben arbeiten. Dann auf zu Felix. Felix ist ja... schon bereit, hier einen umzulegen. Ja, nehme ich von mir aus dem Bollwerk raus. Hallo Baby. Gerade rein. Hat ihre Seiten. Jetzt im Moment nicht. Also er hat eine Wunde vorne auf im Brustbereich, was nicht so geil ist, aber ändern können wir es sowieso nicht. Oh. Jetzt auch erstmal schlafen. Er will einfach nicht. Ist er jetzt gestorben? Nee, Ingrid hat anscheinend gerade jemand umgelegt. Oh, das war's. Felix besetzt das erste Bollwerk. So. Heißt das, wir können jetzt auch in die anderen rein? Da hinten können wir nicht rein, wir sollten nach unten gehen. Okay. Hier sind wieder Rebellen, die interessieren mich gerade nicht. Da komme ich hier gar nicht weiter. Brauche ich hier Ingrid? Ich brauche hier Ingrid. Ingrid, ich brauche dich. Kann Felix sich um die Rebellen kümmern. Ich will mit Ingrid. Aber komm mal. Muss ich mit dem Basiskommandanten. Oder muss ich die Rebellen besiegen, um hier weiterzukommen? Ich kann hier wegen noch wieder zu viel sitzen. Das ist ja nicht das Thema. Take a breather. Stand down. Wir kommen jetzt wieder zurück. Der Rebell kriegt schon mal wieder gut auf die Mütze. So, nochmal einen auf die Mütze. So, du bleibst mal liegen. Deshalb nur, wenn die ihre Spezialattacke machen, dann sind die quasi verwundbarer. Die haben Kackschild, wenn er auch noch Waffen hasst, effektiv gegen die sind, dann
hab halt nur Schieß, Dedue Ingrind und Felix. Was ist das? Jetzt gucken wir, ob du da rüberkommst, weil da oben in das Reine kommen wir ja immer noch nicht. Nö. I'll do it. Da muss ich jetzt hier bleiben. So wie das aussieht, anscheinend ja. Als hier für eine Rüstung, Alter. Ich glaube, Schieß ist eine Assassinin. So, jetzt kommen wir da auch da rein wahrscheinlich. Ingrid macht das. So, ich gehe hier in das Bollwerk und besetze es. Ich versuche die Verbündeten von Duscur zu retten. Alter! So. Schön aufs Maul geben, brechen und töten. So. Das war's. So, Ingrid macht das auch, das Ding. Die Soldaten von Duscur retten. Vor allem ist Ingrid stark gegen ihn, das ist das Gute. Und stirb. Himmelsboden gelernt. Eisfall, Level 1. Gelernt. Oder hat die das perfektioniert? You certainly know the terrain. Did you live around here? Er kommt doch von hier. Also von Duscur kommt er. So, vor allem oder was? Generale, Duscur-Generale. Ja, die hab nicht so Bock drauf hier wirklich. Duscur sogar befindet sich in Schwierigkeiten. Kommen wir denn da hin? Nee. So langsam gehen die mir. Dann kämpfst du doch gegen ihn. Let's begin. Du gegen It's time ihn. to move. I'll do what I can. Du, auch wenn du schwach gegen ihn bist. Wir müssen nämlich, du greifst den Rastplatz auf der Straße. No mercy. Stütze ihn mal. Los! I'm going. Da oben kommt doch gar keiner hin, Alter. Doch, da könnte Ingrid hinkommen. Aber ich glaube nicht, dass Ingrid so schnell ist. Versuch dich mal da oben. Ich bin gerade ein bisschen in Bedrängnis. So dass Ingrid dann rechtzeitig da ankommt. Ja, ich bin dabei, die Bollwerke einzunehmen. Ich kann mich auch nicht beeilen. Mein Bestes hier. Wenn ich schon im Vorteil bin, ey, dann versuche ich mein Bestes. So, das Bollwerk wurde besetzt. Jetzt muss ich gucken, wo kann ich denn als nächstes hin? Du ist da, Felix ist da, aber hier ist, glaube ich, keiner von denen. Ja, du bist halb schwach gegen Kavaliere halt, ne? Oh, I didn't know. Ja, genau, gegnerische Verstärkung, Alter. Wir werden wahrscheinlich sowieso gleich fallen. Mann, ey. Besiege die Truppen der Rebellen. Ja.
Erst besetzen die Bollwerke und jetzt besiegen die Rebellen. Können die auch entscheiden, Alter. Entscheidet euch mal. Jetzt viele Rebellen, ey. Das ist so ein Basiskommandant. Lass ihn in Ruhe. Nein. Ja. Aber ich bin auch schwach, glaube ich, gegen die Rebellen, kann das sein? Ich versuche alles, was in meiner Macht steht, um die zu helfen. Easy würde ich nicht sagen. Wenn du besiegen kannst, ey. Sollst die Rebellen besiegen, sollst die Leute von Duscur beschützen. Und sind da noch mehr von diesen Kack-Rebellen? Du bist eine Generäle, du interessierst nicht. Bist du noch so eine Rebellin? Du bist auch eine Generälin. Kavalier, bist du... Was ist denn hier eigentlich los? Du bist noch ein Rebell. Hier ist noch ein Rebell. Hier sind 2 Rebellen. Also hier an dir wäre noch einer. Meine ich. So. Ja, da ist noch irgendwie so ein Duscur-Soldat, aber... So, wo ist der andere Rebell? Der war doch auch hier in der Nähe. Wer befindet sich in Wien? Schwierigkeiten. Sind auch noch Rebellen oder was? Sonst habt ihr keine Probleme. Hat man hier nicht irgendwie so einen Dingsbums? Das interessiert mich jetzt gerade nicht. Ja, das haben wir ja schon mal. Bei 2 haben wir es schon mal geschafft, ey. Armeestatussystem zum Kampfschlüssel. So, Rebellen besiegt. Jetzt gucken wir mal, dass wir Dedue helfen, dass wir da mal irgendwie vorankommen. Oder hat Dedue das jetzt schon eingenommen hier? Nee. Und wir helfen mal dem Bollwerk hier einzeln. Aber was macht Ingrid eigentlich da unten? Du gehst da oben hin. So, let's go. Auf zum nächsten. Das wird ihn retten können. Dann müssen wir den anderen noch retten hier. Da komme ich auch noch nicht rein, also muss ich die Rebellen erst besiegen. Oh, let's go. Die Siege haben wir jetzt mal. Muss ja nur erstmal ein von euch. Oh. Du
bist der Nächste, der platt gemacht wird. Das andere ist einfach nur Soldat von Duscur.